Wir haben die Erfahrung aus dem letzten Jahr, da war es genauso, nämlich dass wir einen Anstieg hatten mit Beginn der Reisewelle, dann eine stabile Seitwärtsbewegung, wie jetzt auch. Und mit Ende der Ferienzeit und eben einer Normalisierung des alltäglichen Zusammenlebens hat man einen deutlichen Anstieg gehabt. Und es wird dieses Jahr genauso sein. Wir haben ja eine Normalisierung eben des Studienbetriebs, wir haben eine Normalisierung unter Corona-Bedingungen in der Schule. Und da gibt es mehr Kontakte und deswegen werden die Fallzahlen sicher ansteigen. Wir sind in der 4. Welle, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Also das Wichtigste ist zunächst mal die Impfung, weil die Impfung sehr zuverlässig schützt vor schweren Krankheitsverläufen. Und das ist ja genau unser Ziel, nämlich dass die medizinischen Versorgungsstrukturen für alle Belange ausreichend vorhanden sind. Das heißt, das Impfen ist extrem wichtig. Das Zweite ist, dass wir uns an das erinnern und das weiterführen, was die letzten 1,5 Jahre exzellent funktioniert hat, nämlich die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und das Lüften. Und da muss man einfach bewusst sein, wie das Virus sich überträgt. Das überträgt sich einerseits über Tröpfcheninfektion. Und wenn ich unter 1,5 Meter bin, kann eben mich das Tröpfchen des Gegenübers erreichen. Und deswegen ist der Abstand so wichtig. Und wenn man den Abstand nicht halten kann, dass eben beide die Maske tragen. Und der andere Infektionsweg, das sind die Aerosole. Und deswegen ist das Lüften sehr, sehr wichtig. Und die Kombination aus Impfen, Abstands- und Hygieneregeln, die Maske und das Lüften führt zu einer hohen Sicherheit. Ja, also zunächst mal guckt man ja ganz regelmäßig an, welche Gruppen häufig betroffen sind. Also es sind altersgruppenspezifische Inzidenzraten und wir wissen einfach aus den letzten Wellen und auch überhaupt, weil es naheliegend ist, dass jüngere Menschen, die sehr mobil sind, die hohe Sozialkontakte haben in der Pandemie, immer eine gewisse Rolle spielen. Aktuell ist es so, dass die kleinen Kinder und die Jugendlichen die höchsten Inzidenzen haben, gefolgt von den 20- bis 29-Jährigen, wo ja viele Studierenden sind in der Altersgruppe. Das heißt, jüngere, mobilere Menschen spielen immer eine gewisse Rolle, aber natürlich ist es immer eine gesamtgesellschaftliche Bewegung und Bedeutung, sodass man nicht sagen kann, die eine Gruppe ist das Entscheidende, aber man muss sich einfach bewusst sein, je mehr Sozialkontakte ich habe, je mobiler ich bin, desto größer ist die Rolle, dass mich eben ansteckt und dass vielleicht das Virus sich auch über größere regionale Bezüge weiter verbreitet. Also die FFP2-Maske ist die hochwertigere Maske im Vergleich zur OP-Maske, wobei beide gut schützen. Also die haben beide eine gute Wirksamkeit. Die FFP2-Maske hat noch eine etwas bessere Wirksamkeit. Damit eine Maske aber gut wirken kann, ist es ganz wichtig, dass sie eben richtig getragen wird. Das fängt damit an, dass man eben oben den Steg anmodelliert an der Nase, geht weiter, dass man darauf achtet, dass da seitlich keine Luft entweicht und da unten. Das heißt, ganz besonders wichtig ist es neben der Hochwertigkeit der Maske auch auf den richtigen Sitz zu achten. Ja, zunächst mal, ich freue mich sehr mit Ihnen, dass jetzt ein etwas normaleres Studieren wieder möglich ist. Das sind ja schwere Zeiten, die Sie hinter sich gebracht haben und wir sind quasi wieder im ersten Schritt in ein normaleres Leben. Darüber freue ich mich sehr. Und bedanke mich auch ganz außerordentlich und ausgesprochen auch bei der Universität und ihrer Leitung, weil wir eigentlich von Beginn der Pandemie fortlaufend in Kontakt miteinander waren. Und ich habe das Management über die gesamte Pandemie als sehr verantwortungsvoll erlebt. Und Sie sind da auch als Studierende in guten Händen bei Ihrer Universität in Stuttgart. Mein Appell ist, nehmen wir das Virus noch mal ernst. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die nächsten Wochen und Monate, die sind nochmal ganz entscheidend, weil wir jetzt ja mit dieser zunehmenden Normalisierung dem Virus mehr Gelegenheit geben, sich zu übertragen. Und da ist es eben wichtig, dass wir da die Dynamik deutlich abbremsen. Und vor dem Hintergrund bin ich zuversichtlich, dass wir das, was hinter uns liegt und das, was vor uns liegt, gut miteinander bewältigen und wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Semester.